Ich stehe heute Morgen sehr früh auf, denn ich habe eine ziemlich lange Tour vor mir. Über 950 Kilometer fahre ich aus dem Ruaha Nationalpark heraus, durch die Southern Highlands durch die Stadt Mbeya und dann hoch nach Kipili am Tanganyika-See, wo ich die Hoffnung habe, noch zu einer einigermaßen zivilisierten Zeit anzukommen. So, jetzt geht's hoch in die Highlands. Die Straße ist offenbar in einem ganz guten Zustand, deutlich besser als das letzte Mal, als ich hier lang fuhr. Aber an steilen Stellen wie dieser hier zeigt sich dann doch die Erosion. Und damit die Tücke für solche Staubstraßen in tropischen Gegenden wie Tansania, der regelmäßige Wandel von Regen- und Trockenzeiten setzt den Staubstraßen stark zu. Oft werden sie einmal im Jahr gebulldozert, gegradet und sind danach nach einem Jahr wieder kaum noch wieder zu erkennen, geschweige denn überhaupt nicht passierbar. So, die ersten 250 Kilometer sind geschafft. Jetzt geht's auf der Teerstraße weiter.
Mbeya ein. Mbeya ist das Zentrum des Kaffeeanbaus in Tansania, liegt auf 1700 Metern und hier leben über 1,5 Million Menschen. Leider gibt es für Mbeya keine Umgehungsstraße, sodass der ganze Verkehr, auch der internationale Verkehr, der dann 100 Kilometer weiter in Tunduma über die Grenze nach Sambia fährt, der ganze Lkw-Verkehr durch die Stadt muss und deshalb ist es hier in Mbeya immer voll. We are approaching the border town of Tunduma and you see the truck traffic jam up the hill. I don't know if you see it actually. There's a big traffic jam. Let's see how we can pass it. Hier links hinter dem Roundabout ist der Grenzübergang nach Sambia. Mittlerweile über 5 Stunden seit Tunduma gefahren. Sehr anstrengend. Es ist mitten in der Nacht. 4 Uhr. Zwischenzeitlich habe ich mal Sharif mitgenommen. Sharif war ein Polizist auf Posten, der nach Hause wollte. Haben wir uns ein bisschen unterhalten.
kämpfe jetzt sehr, also mir fallen die Augen die ganze Zeit zu. Ich war hier durch den Regenwald und mir ist schon ein paar Mal passiert, dass ich hier Felsen gesehen habe, auf Felsen am Rand, und ich dachte, das sind Elefanten. Was hier gar nicht so unwahrscheinlich ist, hier in den Wäldern sind auch Elefanten. Aber es waren in meinem Fall immer Felsen gewesen. Auf jeden Fall hat mich das jedes Mal wieder aufgeweckt. Endlich nach 22 Stunden habe ich den Tanganyika-See erreicht. Ich bin jetzt an der Lakeshore Lodge in Kipili. Auf dem Lake Tanganyika im Hintergrund, die blauen Berge sind der Kongo. Der ist hier 44 Kilometer entfernt. Das ist eine der schmalsten Stellen des Sees. Und ich fahre jetzt rüber zu der Insel da gegenüber. So Lake Tanganyika, it's the world's longest freshwater lake. The longest lake, I think it's about 650 kilometers long. Should have checked my facts before I came here, but around about 650. It is the world's second largest body of fresh water after Lake Baikal in Russia. It is the world's second deepest lake after Lake Baikal in Russia, and because of its depth, that's why there's so much water in here. Well, if you look at the Great Lakes in the United States and Canada, by surface area they're probably larger, but they're not as deep as Lake Tanganyika is. Very, very clear water, very nice and clear water.